Also willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich mal zeigen, wie wir eigentlich unseres XLR Mikro einstellen. Ist auf jeden Fall cool mit diesem GoXLR Mini Mischpult. So, aber mehr dazu nach dem Intro. Gaming mit Handicap. Das Infoportal für barrierefreies Gaming. So, also wie ihr sehen könnt, haben wir im Hintergrund schon die GoXLR Mini Software laufen. So, zuerst gibt es ja auf jeden Fall das Wichtigste, sag's mal. Zwar kann man hier auf Mix Setup klicken, dann kann man hier bei Gain halt die Lautstärke eingeben und dann kann man nur auswählen, was für ein Mikrofontyp man hat. Das ist hier 2,5 mm, das ist der Klinkenstecker wie von Headset zum Beispiel, sag ich mal. Dann gibt es hier Kondenser, also ist zum Beispiel ein Rode N1A. Und zwei Mikrofone, die Verzugsspeisung bauen mit 48 Volt. Da mein Rode Procaster ein dynamisches Mikrofon ist, habe ich immer Dynamik ausgewählt, bei Dynamic. Und hier sieht man den Ausschlag. Sollte halt nicht auf Rot gehen, weil dann übersteuert es. So, auf jeden Fall ist jetzt hier zuerst geht. Da ist halt cool, dass man einstellen kann, ab welchen Wert bis aufgenommen wird. Also unter 48 Dezibel hört man halt nichts. Das heißt Tastaturgeräusche oder was auch immer. Attention, ja, das heißt einfach, was passieren soll, wie stark das ausgefiltert wird. Das sind so Geräusche. Das heißt, wenn ich sie auf 100 mache und der Geräusch unter dieser Dezibelzahl geht, hat man es ja gar nicht. Und wenn man es halt hier runterstellt, wird das halt nur leiser gemacht. Aber da man ja alles eigentlich raus haben will, wenn man nicht redet, dann macht es Sinn, das auf 100 zu stellen. So, die zwei Werte sind eigentlich ja egal, ich sag's. So, den Kompressor hat man ja auch noch, aber ich zeige halt nur Sachen, die wir benutzt haben. Den Kompressor habe ich jetzt hier nicht an. Könnte zwar auch gut sein, wenn man leiser redet, der Lautsatz halt angepasst wird, dass alles ungefähr gleich ist. Allerdings wird es ein bisschen kompliziert und das nimmt dann natürlich auch mehr Hintergrundgeräusche wieder auf. Und da wir zur zweiten haben, ist es eigentlich besser, die leisen Geräusche nicht lauter zu machen. So, und auf jeden Fall gibt es dann hier noch Equalizer, kann halt die Mitten erhöhen und besser einstellen. Und was ich auch cool finde, seit dem neuesten Update gibt es auch Mic-Profiles. Früher gab es nur generell Profiles. So, aber jetzt kommen wir mal zu den anderen Programmen. Ich wollte auch das generelle Audio zeigen. Das Coole ist hier bei Mixer kann man dann halt alles einstellen. Das Coole ist, wenn man jetzt aufnimmt, kann man hier halt verschiedene Tonspuren haben. Und die alle Regeln. Und hier rechts hat man dann noch, ich sag mal, Kopfhörer-Lautstärke. So, man hat dann auch so Tasten, wie wir hier oben sehen können. So sieht es dann auf dem Schreibtisch aus. Die kann ich allerdings nicht drücken, deswegen bringen die mir jetzt nicht so viel. Aber das Coole ist, man halt sieht ja, wenn man redet. Oder halt nicht. Also kann man es auch sicher sein, ob es am Mikro gerade an oder aus ist. So, man hat halt 4 Channels, die man steuern kann. Also wenn jetzt jemand mit den Händen mehr machen kann auf jeden Fall dann ja so 4 Regler verschieben. Oder halt an- und ausschalten. Dann gibt es eine Taste, mit der man husten muss. Oder gerade ausrasten, ein bisschen umschalten vielleicht. Dann kann man die Taste gedrückt haben oder halt mit Toggle umschalten. Dann hört man es halt nicht. Bei Lightning ist dann das Coole, dass man die Farben einstellt. Da habe ich jetzt jeder Tonspur eine andere Farbe gegeben, weil es halt übersichtlich ist. So, dann bei Routing kann man halt einstellen, ja, wo was zu hören sein soll. Zum Beispiel, ob man das nur auf den Kopfhörern haben, die Musik oder halt im Livestream oder Aufnahme. Also das heißt, da könnt ihr im Livestream einfach urheberrecht Musik hören und urheberrechtlich geschützte Musik. Und ja, ihr hört es halt nur. So, bei Systemen gibt es ja noch Global Settings. Wenn man da reingeht, kann man halt einstellen, wo die Profile und die Mikrofonprofile gespeichert werden. Dann kann man ja einstellen, dass halt minimiert werden soll beim Start. Weil das ist wichtig zu sagen, das Mikrofon und den Kopfhörer alles funktioniert nur, solange die Software mit so läuft. So, dann gibt es noch Voice Chat Mute All. Dann kann man hier noch eine Verbindung mit dem Stream Deck von Elgato herstellen. Da kann man ja Hotkeys und so drauflegen. Ist im Gerät auf jeden Fall. Kann ich das nicht benutzen, wegen ist jetzt so egal. Also, wenn man Änderungen vorgenommen hat, kann man hier draufklicken auf jeden Fall. Und muss dann halt ersetzen am besten. Oder man gibt halt einen neuen Namen ein. Dann muss man hier auf Create an User Profile klicken. So kann man es auch noch duplizieren und löschen. Und was auch cool ist, kann hier draufklicken, eröffnet der Ordner. Jetzt könnt ihr einfach ein Backup davon machen. Falls eure PC mal irgendwie am Arsch geht oder es neu installiert oder einen neuen PC habt, könnt ihr das dann einfach einfügen und fertig. So, dann zeige ich noch kurz. So, gibt es noch das GoXLR Control Panel. Da würde ich empfehlen, den Haken bei Safe Mode hinzulassen. Ich vertraue einfach der Option, dass man dann eigentlich, dass der Ton halt nicht hängt und auch nicht zu sehr verzögerlich. Also umstellen würde ich da an eurer Stelle lieber nichts.
So, jetzt komme ich zum letzten Punkt. So, willst du eine Systemsteuerung unserer Sound mal kurz zeigen? Ja, dann sieht ihr schon, dann habt ihr nämlich die ganzen Audiospuren. Und ja, hier ist nicht alles, weil das Mikro ist logischerweise und unsere Aufnahme, Podcast Remix auch. So, und ich habe ja vorhin gesagt, dass man 4 Audiotreiber hat. Es gibt aber noch einen mehr, und zwar 5. Da habe ich zum Beispiel einen Browser-Sound. Ist ein bisschen schade, dass man das nicht steuern kann. Aber es gibt ja nur 4 Regler. Das heißt, das müsst ihr dann über die Software am PC machen. Was für mich egal ist, weil ich es ja sowieso nur mit der Software verstelle. So, zu den Windows-Einstellungen bei Sound kann man ja noch festlegen, ja, wird Standard-Lautsprecher hier ausgewählt, also habe ich so ein System. Dann bei Eingabe, Chat, Mic. So, und jetzt kommen wir wirklich zu letzten. Und zwar Lautstärke Mixer. Hier kann man jetzt festlegen, wo der Sound immer wiedergegeben wird. Aber jetzt natürlich blöd, dass keine Programme jetzt laufen. Deswegen werde ich mal kurz ändern. So, ihr seht schon, wenn ihr jetzt irgendwo Musik abspielt, dann schaltet es dann hier. Und jetzt kann man hier einfach Musik auswählen. Ist auf jeden Fall richtig cool, wenn man das so alles steuern will. Den Sound getrennt. So, das war's dann aber schon für das Video. Na, jetzt gehe ich mal kurz auf den Desktop. So, weil ich mache die Abmoderation jetzt mal anders. Zwar seht ihr jetzt wieder links ein Video. Der Adress findet ihr wieder eine Playlist. Aber ich glaube, diesmal zuschauen die Playlist ein, wie wir halt unsere Videos machen. Und da vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und damit haut rein und ciao.